Hallo Leute und willkommen zurück zu Android. Ja, was wir diesmal machen werden, ist, wir werden so einen kleinen BMI-Rechner bauen. Also ich habe hier schon mal so eine kleine View vorgebastelt. Gebastelt. Ja, hier kann man nur Zahlen eingeben. Also das ist so ein Number-Text-Field hier. Hier kann man das Körpergewicht eingeben, hier die Körpergröße steht jeweils links nebendran und hier kann man es dann berechnen lassen. Hier unten sieht man noch unsichtbar quasi eine kleine Textbox, wo man das Ergebnis ausprinten kann. Genau. So, jetzt gehen wir hier rüber in unsere Main Activity und ja, da habe ich schon das letzte Mal mit euch diese Set-On-Click-Listener-Methode hier implementiert. Die sagt aktuell noch einfach, also den On-Long-Click-Listener habe ich wieder rausgeschmissen, den brauchen wir hier nicht. Die sagt aktuell einfach bloß, ja, wir setzen den Text von dem Button auf You Did It. Das wollen wir natürlich jetzt ändern. So, und deswegen habe ich schon mal hier ein bisschen was importiert, nämlich TextView und Edit, so TextView, Edit Text. Edit Text ist alles, upsala, alles das, was man hier editen kann. Also die heißen auch Edit Text, deswegen ja, genau. Okay, und was wir jetzt damit machen, ist, wir müssen natürlich erstmal diese Views bekommen. Und das machen wir natürlich auch final, damit wir hier drauf zugreifen können. Genau, ja. Also Final Edit Text. Ähm, Gewicht, wobei, wartet mal ganz kurz. Ich glaube, das Gewicht, ja, das war unten. Also erstmal die Größe. So, ist gleich so. Und jetzt casten wir das Ganze wieder zu einem Edit Text natürlich, weil wir wissen, dass this.find view by ID und dann unsere Edit Texts. Wir wissen, dass das Edit Text ist. Genau, so. Und jetzt gehen wir natürlich hier. Achso, da wollte ich euch gerade noch kurz einen coolen Trick zeigen. Und zwar, wenn man Steuerung D drückt, dann dupliziert man einfach eine Zeile. Ziemlich cool. Spart relativ viel Schreibaufwand, wenn man eh nur Copy-Paste machen müsste. So, vor allem jetzt gerade. Gut, und dann, das war die Edit Text 2. Also die IDs, die haben wir hier drüben gesetzt, beziehungsweise die habe ich gesetzt. Wo ist sie? Das ist hier. Edit Text und Edit Text 2. So, okay. Ja, jetzt wollen wir das Ganze hier berechnen in unserer On-Click-Methode und dazu würde ich sagen, lesen wir das erstmal aus. Also ich würde es hier draußen auslesen, denn ja, ähm, es sind beides Integer, denn es ist standardmäßig einfach, du kannst oder man kann hier in diese Felder einfach nur Integer eingeben und das war's dann auch schon wieder. Okay, also sagen wir hier einfach int, äh, wobei, warum berechnen wir es hier draußen, warum benutzen wir es nicht einfach hier drin? So, wird dann etwas Wurstcode, aber das macht ja nichts. Gut, also wir sagen hier drin zunächst einmal, okay, wir wollen unseren BMI berechnen, halt, das ist ein Double BMI, so. Und jetzt sagen wir hier zunächst einmal, okay, wir wollen also die Formel ist Gewicht in Kilogramm geteilt durch Körpergröße in Metern zum Quadrat. Habe ich jetzt gerade nachschauen müssen, Entschuldigung. So, und ja, jetzt sagen wir hier einfach mal, okay, wir nehmen das Gewicht, also Gewicht, und wir wollen das auslesen, was der User eingegeben hat. Da bleibt uns dann nur die getText-Methode. So, das Problem ist, dass diese getText-Methode uns ein ähm, Android Text Editable zurückliefert. So, das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen weitergehen. Okay, wir sagen, naja, toString. Dann haben wir das Ganze immerhin schon mal als String. Wir brauchen aber einen Double. So, jetzt gehen wir her, das kennt ihr vielleicht aus Android. Wir casten das Ganze zu einem Groß Double. Wir casten das nicht. Wir sagen Double, Punkt. Und dann sagen wir hier Parse Double. Und schließen die Klammer natürlich hinten dran, nicht vorne dran. So, und das bedeutet, hier wird einfach durchgegangen und geguckt, okay, ähm, ja, jetzt parsen wir hier einfach mal diesen Double. Also das ist quasi eine Methode, die uns von Android zur Verfügung gestellt wird. Und ja, so, das ist die erste Zeile. Jetzt brauchen wir natürlich noch, dass wir es durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat teilen. Da man hier aber nur Integer eingeben kann, wie ich euch schon gesagt habe, hier in diese Felder, wird der User auf jeden Fall seine Körpergröße in Zentimetern eingeben. Das haben wir dadurch schon mal sichergestellt. Das heißt, wir können sagen, okay, in jedem Fall müssen wir durch 100 nochmal teilen. Okay, wir sagen hier einfach BMI durchgleich und dann sagen wir hier wieder Double, Punkt, Parse Double, sagen
Na, wobei, lasst mich das zwischenspeichern. Ich glaube, die brauchen wir zweimal. Das müssen wir nicht zweimal schreiben. Obwohl, warum eigentlich? Wir können ja Steuerung D drücken. Ha. Okay, halt, ich habe es nicht Hate genannt, ich habe es Größe genannt. So, Größe.getText. Na, nein. GetText. Genau. Punkt toString. So. Und Semikolon. Okay, jetzt müssen wir das Ganze noch durch 100 hier teilen. Also, durch 100. So, das Ganze ist dasselbe, wie wenn ich hier die Klammern machen würde. Es kommt auf selbe raus. Weil hier erst der rechte Teil ausgeführt wird und dann wird hier dieses Durch gleich ausgeführt. Okay, ja, aber so kann man es natürlich auch stehen lassen. Ihr wisst vielleicht auch, dass geteilt durch und so weiter, also diese ganzen Sachen sind assoziativ oder kommutativ oder wie rum war das jetzt, ist egal. Auf jeden Fall kommt es korrekt raus, wenn ich das so mache. Also wenn ich das alles nacheinander berechne. Aber die Berechnung steht jetzt auch nicht im Vordergrund, sondern wie wir das Ganze wieder ausgeben können. Okay. So, und dafür brauchen wir als nächstes mal wieder unsere Text-View, denn die müssen wir ja auch ansprechen können, da wo wir es reinschreiben, sage ich jetzt mal. So, und das wäre dann Final Text-View, ja, Text-View, out, aus einer Text-View von this.findView by ID über id.outID, so habe ich die genannt. So, und jetzt sagen wir hier einfach okay, out.setText und ja, dann sagen wir einfach BMI, aber da brauchen wir natürlich einen Double, da haben wir natürlich einen Double, wir brauchen aber einen String, deswegen müssen wir das Ganze wieder zu einem Groß-Double casten, also das ist die Wrapper-Klasse von Java, die ihr vielleicht so kennt. Und diese Wrapper-Klasse, die gibt uns einige Methoden, die wir hier sehr gut gebrauchen können. Oh, was hat's denn jetzt hier schon wieder gemacht? Na, da fehlt doch eine. So. Und jetzt können wir hier eben diese ToString-Methode aufrufen und das Ganze ist ein String. So, und jetzt können wir das ausführen und wir haben einen eigenen BMI-Rechner in Java, in Java geschrieben für Android. Alles klar, ich pausiere euch mal währenddessen, denn sonst müsstet ihr so lange warten. So, wenn wir jetzt das hier haben, dann können wir hier irgendwelche Sachen eingeben, zum Beispiel 2,10 Meter und 45 Kilo und dann kommt raus, dass man furchtbar untergewichtig ist. Mit einem BMI von 10,2. Ich denke mal, eine normale Person wird hier wahrscheinlich eher sowas wie 1,80 und 70 oder sowas stehen haben. Und dann sehen wir, dass hier ja, der BMI automatisch berechnet wird. Ist doch eine wundervolle Sache. Jetzt haben wir schon die erste fast sinnvolle Android-App geschrieben. Okay, alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst jetzt, wie man mit Edit-Text umgeht. Und ihr wisst auch jetzt ganz gut Bescheid, wie man mit diesen On-Click-Methoden hier umgehen kann. Okay, bis dann. Ciao, ciao.